In Burkhardt-Heims sechsdimensionaler Welt können alle Dinge, und zwar wirklich alle Dinge, entsprechend ihrem Organisationsniveau entlang der 5. Dimension angeordnet werden. Was das für unsere physikalische Welt bedeutet, das erkläre ich euch in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhardt-Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Wir sind es gewohnt, unsere Welt in Zahlen zu bewerten. Wir haben aber gelernt, mit der Synchrometrie können wir das Konzept der Bewertung von Quantitäten, zählbaren Einheiten, auch auf qualitative ausdehnen, ohne den Zusammenhang zu verlieren. Übrigens für alle Quereinsteiger in den Kanal, dieses Video ist Teil einer Reihe, die inhaltlich aufeinander aufbaut. Wenn ihr also die anderen Videos noch nicht gesehen habt, hier ist der Link zur gesamten Playlist. Wenn ihr euch erinnert, im Einführungsvideo über die 6 Dimensionen, da habe ich gesagt, die 5. Dimension bewertet Organisationsniveaus und ist gleichzeitig eine Inverse zur Entropie. Nun wisst ihr aber schon, das kann man nur behaupten, solange man sich in einem Bereich bewegt, in dem die Bewertung durch Zahlen möglich ist. Also in einem Bereich, wo man zählen, messen, rechnen kann. Wo Bewertungen durch Zahlen nicht mehr möglich sind, da muss man zu qualitativen Bewertungen übergehen. Aber für das heutige Thema ist diese Vereinfachung sogar zulässig. Denn solange wir uns bei chemisch-physikalischen Betrachtungen aufhalten, solange können wir rechnen, zählen, messen. Das heißt, ich könnte euch auch jetzt Zahlen hinschreiben, möchte ich aber nicht. Ich möchte euch ein Gefühl dafür geben, was es bedeutet, diese Strukturniveaus zu bewerten und zu unterscheiden. Wo fangen wir jetzt an? Wir wollen ja offensichtlich ganz unten anfangen. Nun, Burkhardt-Heim hat erst einmal angefangen, eine Massenformel für Elementarteilchen zu finden. Und das war für ihn aber ja nur ein Mittel zum Zweck, denn damit hatte er etwas ganz anderes vor, nämlich die Welt in ihrer Gesamtheit zu beschreiben. Diese Massenformel, die braucht er nur, um einen physikalisch überprüfbaren und damit legitimierten Ausgangspunkt zu haben. Er hat aber mit rein physikalischen Betrachtungen angefangen. Und worauf basieren jetzt physikalische Betrachtungen? Physikalische Betrachtungen basieren immer auf mathematischen Betrachtungen. Und worauf basiert Mathematik? Ganz einfach. 1, 2, 3, 4. Die Menge der natürlichen Zahlen. Hier kann ich beginnen, die Welt zu beschreiben und diesen Bereich, den nenne ich jetzt einfach mal die Totalität 0. Ich führe diesen Begriff jetzt erstmal ohne größere Erklärung ein. Ich werde das natürlich nachholen in anderen Videos. An der Stelle möchte ich nur sagen, eine Totalität, das ist eine Menge all derjenigen Dinge, die ähnlich komplex sind und die aus dem gleichen Set von Grundbegriffen herleitbar sind. Mit meinen Zahlen kann ich jetzt also anfangen, Mathematik zu betreiben. Aus den natürlichen Zahlen kann ich die reellen Zahlen erzeugen, aus denen die komplexen Zahlen, und dann kann ich verschiedene Achsen mir überlegen, dann kann ich Funktionen machen und funktionale Analysis, alles was Nerds wie mir in der Schule Spaß gemacht hat. Mit diesen Werkzeugen ist es Burkhardt-Heim jetzt gelungen, die Basis der Physik zu charakterisieren. Und die Basis der Physik war, wenn ihr euch erinnert, das sogenannte Metron. Das heißt die kleinste Elementarfläche, die im Raum möglich ist. Und wenn diese Metronen sich deformieren, dann ergaben sich diese 4 Typen von Hermitrieformen, nannte es Heim, Begriffserklärung kommt gleich, diese 4 Typen von Hermitrieformen, und aus denen habe ich gesagt, ergeben sich die Elementarteilchen. War wieder eine kleine Vereinfachung, ich bitte das zu verzeihen, holen wir alles zu gegebener Zeit nach. Diese 4 Hermitrieformen, die bilden jetzt die Strukturstufe einer Totalität 1. Warum? Erstmal, wenn sich diese Metronen deformieren, dann kann alles Mögliche passieren. Aber nur 4 mögliche Lösungen sind stabil. Um dahin zu kommen, bedarf es einer Ausfallregel, die nicht mathematisch herleitbar ist. Dieser Begriff Hermitrie ist eine Zusammensetzung, Heim hat furchtbar gerne Worte zusammengesetzt, eine Zusammensetzung aus Hermeneutik plus Geometrie. Hermeneutik, das kennt ihr aus der Schule, wenn ihr Text interpretiert habt, also eine Textanalyse. Und hier ist eine Analyse der Geometrie, also eine Interpretation der Geometrie. Nur bestimmte Lösungen sind also physikalisch stabil. Und Burkhardt-Heim nannte diese Lösung die Prototrope.
muss man relativ frei übersetzen. Das heißt so viel wie die Vorstufe von Formen oder Dinge, die dem Ursprung zugewandt sind. Alle diese Dinge können auch als Vakuumfluktuationen beschrieben werden, also auch die instabilen, die nicht zu Prototropen werden. Diese Prototrope müssen sich jetzt aber noch in bestimmten Komplexen zusammenfinden. Das ist unsere nächste Komplexitätsstufe, die Totalität 2. Die nennt er den Protosimplex. Und jetzt muss sich der Protosimplex weiter kombinieren und erst dann kommen wir zu unseren Elementarteilchen der Typen C und D, also der geladenen und ungeladenen, wägbaren, das heißt Ruhemasse besitzenden Elementarteilchen. Ich hoffe, das sind jetzt nicht zu viele neue Worte und Konzepte auf einmal, aber vielleicht wird deutlich, wie viel Arbeit es für Heim war, überhaupt bis dahin zu kommen und wie viel Arbeit da noch vor ihm lag. Denn es war, wie gesagt, nur ein Mittel zum Zweck, dass er die Elementarmassen ausrechnen konnte. Er wollte ja davon ausgehen, etwas ganz anderes machen, nämlich das, was wir jetzt tun. Und keine Angst, ab jetzt wird es nämlich einfacher. Wir haben unsere Totalität 3 und in denen sind unsere Neutronen, Elektronen und Protonen. Aus denen können wir jetzt Atome bauen, Atomkerne und Elektronenschalen. Die Idee der Atome ist die nächste Totalität, die Totalität 4. Totalität 4. Und das sind unsere gesamten Atome, Atomsorten aus unserem Periodensystem der Elemente. Und jetzt geht es in großen Schritten weiter. Jetzt fügen wir nämlich dazu die Idee der chemischen Bindung und sind auf der Totalität 5. Auf diesem Strukturniveau bewegen sich alle reinen Stoffe, die ihr kennt. Wasser, CO2, Aspirin, Baumwolle, im Übrigen auch Kristallgitter und Makromoleküle. Als nächstes kommt jetzt natürlich eine Totalität 6. Was ist das? Das sind alle sogenannten Makrokollektive. Das heißt, alle aus diesen chemischen Substanzen zusammengesetzten reinen Stoffe oder auch Gemische, die wir aus unserem Alltag kennen. Also Gesteine, Erde, Luft, sogar Planeten, Galaxien. Die Größe ist nicht ganz so wichtig. Das ist also der Bereich, in dem wir unsere normale Alltagserfahrung machen und in dem wir Physik betreiben. Und damit ist die Beschreibung unserer physikalischen Welt fast schon abgeschlossen. Wenn ihr jetzt gerade genau aufgepasst habt, dann ist euch aufgefallen, ich habe gerade nur Gegenstände genannt, die nicht menschengemacht sind. Also ich habe gesagt Meerwasser, Luft und so weiter. Ich habe nicht gesagt Stühle, Tische, Lampen oder Pullover. Dafür führe ich jetzt eine neue Totalität ein und die nenne ich Pseudototalität Nummer 7. Warum Pseudo? Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen menschengemachten Sachen und nicht menschengemachten Sachen. Und zwar den der Zweckmäßigkeit. Alles, was Menschen herstellen, ist bezogen auf uns Menschen zweckmäßig, aber nicht auf den Rest der Natur. Alles, was ich vorher genannt habe, nukleare Bindung, chemische Bindung, das ist nicht nur für Menschen zweckmäßig, sondern für die gesamte Natur oder das gesamte Universum. Es war Burkhard Heim ja ein sehr wichtiges Anliegen, dass er in seiner Naturbeschreibung wegkommt von der anthropomorphen Sichtweise, die nur auf uns bezogen ist, sondern die Perspektive eines objektiven oder möglichst objektiven Betrachters annimmt, der die Natur gewissermaßen ohne irgendeine Vorprägung durch seine Intellektstruktur betrachtet. Und er benutzt dafür eben diesen Begriff Zweckmäßigkeit. Man kann das vielleicht noch anders umschreiben. Man könnte auch sagen, in einem weiteren philosophischen Sinne, welche Aufgabe haben denn die Dinge? Ja, der Stuhl hat die Aufgabe, dass mein Manuskript darauf liegt. Aber der Stuhl hat nicht unbedingt eine Aufgabe, die für die Integrität des gesamten Planeten wichtig ist. Für die chemische Bindung, die Idee der chemischen Bindung, ist es etwas anderes. Die ist sehr wohl für die Integrität des gesamten Planeten wichtig. Diesen feinen Unterschied zwischen menschengemacht, künstlich und natürlich, den haben wir auch irgendwo im Gefühl. Wir bewerten das ganz intuitiv, manchmal mit einer unnötigen moralischen Konnotation, aber offenbar ist das ein Unterschied. Und das ist eben dieser Unterschied zwischen Totalität 6 und Pseudototalität 7. Das eine auf das gesamte Universum bezogen zweckmäßig, das andere nur auf die Menschen bezogen zweckmäßig. Als abschließendes Beispiel und Metapher:
Die Idee des Internets, die ist bezogen auf die Idee von YouTube zweckmäßig. Die Idee von YouTube ist aber nicht aus der Idee des Internets herleitbar. Die Idee von YouTube ist wiederum bezogen zweckmäßig auf die gesamte Idee der sozialen Medien. Dieser Kanal ist aber nur zweckmäßig bezogen auf mein persönliches Interesse an Burkhard Hein. Wenn der Kanal auch für eure Zwecke zweckmäßig ist, euer Interesse, dann gebt mir doch ein paar Kommentare und Likes und schaut euch die anderen Videos an, denn die sind alle zweckmäßig für die Idee von 6 Dimensionen in Farbe.